Aus diesem Holz macht Thomas Egger ein Sportgerät für alle, die den Winter und die Geschwindigkeit lieben. Ein Rodelschlitten, mit dem man 100 Stundenkilometer schnell werden kann. Der Modellbaumeister aus München fertigt fast alles in Handarbeit. Er verwendet Hightech-Werkstoffe und traditionelle Bauteile. Bei der Firma Derschmidt in Alxing lässt der Handwerker die größeren Bauteile fertigen. Die werden aus einer sogenannten Multiplex-Platte herausgefräst. Mit einer CNC-Maschine. Sie ist mit ihrer Steuerungstechnik in der Lage, Werkstücke mit hoher Präzision automatisch herzustellen. Das Computerprogramm dafür hat Thomas Egger selbst geschrieben. Millimetergenau werden hier die Kufen, die Holme und das Bankerl für den Rodel aus der Multiplex-Platte herausgefräst. Multiplex, das ist mehrfach verleimtes Sperrholz. Eine solch große Fräse hat er nicht in seiner Werkstatt. Die Prototypen baue ich schon selber, aber die langen Teile, die müsst ihr auf 3-mal durch die Maschine durchschieben. Das ist einfach ineffizient, das bei mir zu machen. Diese CNC-Fräse braucht etwa 1 Stunde, um die Bauteile herzustellen. Aus ihnen wird er mit handwerklicher Präzision einen Sportrodel bauen. So bezeichnet man die schnellsten Schlitten für Naturbahnen. Mit den Teilen aus Birkensperrholz geht es jetzt in seine Werkstatt nach München. Okay, bis dann, danke. Dort hat er 2005 seinen ersten Rodel gebaut. Weil er selbst leidenschaftlich gerne Schlitten fährt. Ich bin halt mit meiner Frau früher so ganz klassisch Schlitten fahren gegangen, also so mit dem Lattenschlitten, mit dem Davoser. Und irgendwann habe ich ihm zum Geburtstag mal einen Rennrodel geschenkt. Also das, was man halt so am Sportgeschäft als Rennrodel gekriegt hat, das sind halt so ein bisschen längere Schlitten. Und ist jetzt aus heutiger Sicht nichts Besonderes, aber sie war halt einfach deutlich schneller als ich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kaufst du dir auch sowas? Oder dann habe ich gedacht, okay, ich baue mal lieber einen. Los geht's mit den Kufen. Die werden aus je 2 Bauteilen zusammengesetzt, mit Holzdübeln und einem wasserlöslichen Holzleim. Dass er die Kufen auf diese Art und Weise herstellt, hat einen Grund. Die Multiplex-Platten, die sind nie gerade. Und deswegen sind eigentlich alle Teile gespiegelt aus der gleichen Platte rausgefräst, damit, wenn man die dann zusammenklappt und presst, die eigentlich dann perfekt gerade sind. Wenn ich das jetzt aus einem Material mit der doppelten Dicke machen würde, dann wäre das nicht gewährleistet, dass das auch wirklich gerade ist. Die Presse sorgt dafür, dass sich die beiden Holzteile dauerhaft und stabil verbinden. Weiter geht's. Thomas Egger versenkt eine sogenannte Rampa-Muffe, die das Lenkseil aufnehmen soll. Die Muffe sorgt dafür, dass das Holz am Rand nicht reißt. Das ist praktisch die vordere Spitze, das ist das Hörndl, das ist genau am vorderen Ende und bildet dann hier die Fußauflage. Auch das Hörndl besteht aus 2 Teilen, die genau wie die Kufen mit Dübeln und Leim verbunden werden. Während das Horn in der Presse liegt, kümmert sich Thomas Egger um das nächste Bauteil des Rodels.
Das sind die Bankerl. Also es gibt ein vorderes und ein hinteres Bankerl und das ist die Verbindung zwischen den Kufen und die Holme, die werden dann da oben aufgeschraubt. Also unten sitzen dann hier die Kufen dran und oben die Holme. Zurück zu den Kufen. Der Leim, der in der Presse herausgequollen ist, kommt weg. Mit dem Bündigfräser. Der Grund dafür ist, das habe ich am Anfang auch gemacht, den Leim wegzuwischen, aber der zieht dann zum Teil dann natürlich neben der Fuge in das Holz ein. Und nachdem das Ganze später mit PU-Bolzlack lackiert wird, ist dann zum Teil schon vom Leim die Holzporen zu. Das Hörndl bekommt seine endgültige Form. Sie entsteht an der eigenen CNC-Fräse. Mit ihr kann der Bayer kleinere Bauteile bearbeiten. Von Hand wäre das auch machbar, es würde aber erstens viel länger dauern und zweitens: Ich möchte ein Sportgerät bauen mit der größtmöglichen Wiederholgenauigkeit. Also für mich war ein Grund, das alles mit der CNC zu machen, dass eigentlich jeder gleich gut ist. Also ich will keinerlei Schwankungen in der Serie drin haben. Der Griff zum Radienfräser. Mit dem Werkzeug rundet Thomas Egger die Kanten seiner Bauteile. Dann stellt der Handwerker Silikon her. Die schwarze Farbpaste verleiht dem Silikon lediglich seine Farbe. Danach kommen die Silikonbasis und ein Katalysator dazu. Die Masse gibt er in eine Vakuumpumpe Marke Eigenbau. In dem Topf habe ich einen Unterdruck erzeugt, das heißt, ich habe das Silikon evakuiert. Das dient dazu, dass schon mal die ganzen größeren Blasen raussteigen aus dem Ganzen, damit ich hier beim Guss keine größeren Blasen habe. Das ist eigentlich so eins von den wichtigsten Bauteilen an dem Sportrodel. Da habe ich auch lange hingetüftelt, bis ich das soweit hatte. Weil das A und O, um ein Sportrodel gut um die Kurve zu kriegen, ist die Beweglichkeit. Und dafür sorgen die weichen Silikonteile. Das Horn leimt er ans vordere Ende der Kufe. Zurück zum Bankerl. Das ist ein zweikomponentiges Epoxidharz, sowas, was auch zum Laminieren für Glasfaser- oder Kohlefaserlaminat verwendet wird. Und das ist eigentlich ein extrem gutes Material, um jetzt Holz und Metall auch zu verbinden. Und mit dem wird jetzt der komplette Hohlraum, der hier dazwischen ist, zwischen dem Stahlteil und dem Holz, aufgefüllt.
Hier kann ich im Prinzip das Gleiche machen, was ich draußen mit dem Vakuumtopf gemacht habe, weil in der Spritze kann man in einer kleinen Menge ein perfektes Vakuum aufziehen. Damit verhindert er auch hier, dass sich größere Blasen bilden. Die Scheiben und Lager aus Silikon sind inzwischen fest geworden. Zeit, sie aus den Formen herauszuholen. Rückstände werden beseitigt. Das Lenkseil des Rodels besteht aus einem Edelstahlstrang und einer Gummiröhre, die im Automobilbau als Kraftstoffschlauch zum Einsatz kommt. Das Lenkseil hat, wir ahnen es, eine wichtige Funktion beim Rodeln. In den Kurven wird die Außenkufe mit dem Bein nach unten gedrückt und die Innenkufe mit dem Seil nach oben gezogen. So kann man den Schlitten lenken. Die Gummiröhre dient dabei als handschonender Haltegriff. Dann geht's ans Leder. Thomas Egger schneidet 2 Laschen, die später am Horn des Schlittens angebracht werden, um die seitlichen Holme zu befestigen. Damit die Maße bei jedem Schlitten stimmen, hat er sich eine Schablone gemacht. Die sind dann vorne, wenn man an der Form schon sieht, kommen die an das Horn vom Schlitten. Und das ist eine lose Verbindung zwischen den Holmen und den Kufen. Das dient dazu, dass es nicht vollständig raus kann, dass aber noch eine maximale Beweglichkeit vorhanden ist. Auch für die Sitzfläche hat er eine Schablone. Das Material für den Sitz stammt ursprünglich aus dem Automobilbau. Das sind 2 Materialien, die miteinander verklebt sind. Das ist zum einen auf der Unterseite eine LKW-Plane und auf der Oberseite, das ist ein Cabrio-Verdeckstoff. Und das mache ich deswegen, weil die LKW-Plane, die ist super glatt, was gut ist, wenn man mal ein bisschen aufsitzt, damit man da sauber drüber rutscht. Und die andere Seite hat erstens mal, gefällt es mir besser, weil sie eben diese Stoffhaptik hat und man hat auch einen besseren Grip beim Draufsitzen. Also man rutscht nicht so auf dem Sitz wie auf der LKW-Plane.
Die Löcher sind nötig, weil der Sitz später mit Schnüren an den Holmen festgemacht wird. Damit die Plane nicht reißt, benutzt er zur Verstärkung vernickelte Messingösen. Der Sitz ist erstmal fertig. Die sogenannten Belagschienen bestehen aus mehreren Schichten. Sie werden später unter die Kufen montiert, eine der aufwendigsten Konstruktionen des Rodels. Diese Schienen werden aus GFK hergestellt, aus glasfaserverstärktem Epoxidharz. Das wären die Belagschienen. Das ist im Prinzip, gibt es bei einem Sportrodel unterschiedliche Varianten, auf was man den fährt. Und klassisch das Gängige ist eine Stallschiene, also es ist einfach ein Rennstall drunter, der gut läuft. Und das ist halt jetzt noch ein bisschen schneller, das Ganze. Das ist im Prinzip aufgebaut wie ein Ski. Die unterste Lage ein Skirennbelag. An ihr befestigt Thomas Egger eine Stahlkante, wie beim alpinen Ski. Ich muss zum einen die Stahlkante von der Belagschiene in Position halten und zum anderen ist es auch nicht besonders hilfreich, wenn der gesinterte Skibelag dann mit dem Epoxy getränkt wird. Also es schützt da den Belag davor. Gesintert bedeutet, ein körniges Kunststoffgemisch wird wärmebehandelt und in ein festes Werkstück umgewandelt. So entstand der schwarze Skirennbelag. Die grünen Lagen werden mit Epoxidharz verklebt. Sie bestehen auch aus GFK. Das ist aus mehreren Lagen GFK. Die Teile, die lasse ich Wasserstrahl schneiden, also die habe ich auch so entwickelt und es werden dann eigentlich 3 Lagen plus den Skibelag dann formverpresst. Auch Boote werden aus GFK gebaut oder Flügel für Windkraftanlagen. In der unteren Lage sitzen Einlegemuttern, in die später Bolzen verschraubt werden. Die spezielle Konstruktion dieser Belagschienen macht den Rodel erst so richtig schnell. Je weicher und je flacher die Bahn ist, umso größer ist der Gewinn. Ja. Also wenn jetzt Eis ist und es ist steil, dann kann ich genauso gut mit dem Stall fahren. Aber gerade bei weicheren Bedingungen ist es ein wahnsinniger Unterschied. Also der Unterschied geht so weit, dass ich einen Stahlrodel ziehen muss und man kann noch mit 30 drüber fahren mit der Belagschiene in flache Passagen. Nach der Montage kommt die Schiene in eine maßgefertigte Presse.
Währenddessen bekommt einer der hölzernen Holme den letzten Schliff verpasst. Alle Schlittenteile aus Holz müssen vor Wasser geschützt werden. Das ist der nächste Schritt. Lackieren, gründlich und aufwendig. Thomas Egger schützt sich vor den Dämpfen des Lacks. Er tränkt zunächst einen Pfeifenreiniger mit PU-Bootslack. PU steht für Polyurethan. Damit versiegelt er alle Hohlräume. Erst danach geht es in die Lackiererei. Dort füllt er denselben Bootslack in die Spritzpistole. Ohne die sorgfältige Behandlung mit dem PU-Lack würden die Holzteile in Eis und Schnee nicht lange halten. Die lackierten Holzteile des Schlittens müssen dann mehrere Stunden trocknen. In der Zwischenzeit arbeitet Thomas an der Sitzfläche weiter. Die wird nicht nur an den Holmen, sondern auch am Bankerl befestigt. Deshalb bohrt er Löcher in die Plane. Mit einer Leiste und 7 Schrauben wird sie später am Schlitten befestigt. Am nächsten Tag. In seiner Werkstatt in Münchens Westen ist Thomas Egger 3 Tage mit einem Sportrodel beschäftigt. Die Belagschienen waren über Nacht in der Presse und sind inzwischen ausgehärtet. Jetzt kann der Modellbaumeister die Schraubzwingen lösen. Die Belagschienen und die Unterseiten der Kufen sind nicht exakt gerade. Eine leichte Biegung sorgt für eine bessere Wendigkeit des Rodels.
Ich schaue jetzt, ob das Harz überall gut durchgelaufen ist. Das kann ich da sehen, ob da jetzt glatte Stellen sind. Dann weiß ich, dass es auch zwischen Belag und Schiene sauber reingegangen ist. Der Klebestreifen, der den Schiebelag in der Presse geschützt hat, wird gründlich entfernt. Danach nimmt er die Abdeckungen von den Einlegemuttern herunter. Mit Metallkleber schraubt Thomas die Gewindestangen fest in die Belagschiene. Ich schraube jetzt die Gewindebolzen ein. Die sind dazu nötig, dass die Schiene dann später am Rodel befestigt wird. Also bei so ganz primitive Rodel ist einfach von unten ins Holz durchgeschraubt. Aber damit auf der Gleitschiene keine Schraubenköpfe sind oder sonstiges, ist bei hochwertigeren Rodel in einem bestimmten Raster Bolzen, die eigentlich durch die Schienen dann durchstehen und dann oben mit der Mutter festgeschraubt werden. Dann geht's wieder in die Lackiererei. Nachdem der Bootslack getrocknet ist, trägt Thomas einen Mattlack auf. Das Bankerl vor und nach der Behandlung mit dem Mattlack. Der Mattlack ist jetzt ein anderer Lacktyp als das, was da drauf ist. Das ist wirklich ein Bootslack. Und der halt tief einzieht, damit das Wasser abweisend ist, das Ganze. Und der Rest ist eigentlich nur eine Deckschicht, die rein optischer Art ist. In die Seiten der Bankerl werden nun Löcher gebohrt. Sie sollen die Schrauben der Sitzplane aufnehmen. Zusammen halten die 7 Schrauben sehr hohe Zuggewichte aus, sodass auch schwere Rodelpiloten keine Sorge haben müssen, dass die Plane reißt. In puncto Lackierarbeiten nehmen die Holme eine Sonderstellung ein. Es sind die einzigen Holzteile, die nicht naturfarben bleiben. Der Rodelbauer lackiert sie mit orangener Farbe. Die Holme werden später auch nicht mit Mattlack behandelt, sie bleiben glänzend. Während die Farbe auf den Holmen trocknet, wendet sich Thomas Egger wieder den Kufen zu. Er baut die Lager aus Silikon ein, die dem Rodel die Beweglichkeit verschaffen, um schnell um die Kurven zu kommen.
Auf das Bänkchen kommt ein Streifen aus Moosgummi, ein elastischer Schaumstoff. Er macht das Sitzen auf der Plane angenehmer. Dazu verwendet er einen bestimmten Klebstoff. Das ist ein Spezialkleber eigentlich für Schuhe, der halt eigentlich dient, Leder oder sonstige Materialien auf Holz auch zu verkleben. Und das muss eben auf beide Seiten eingestrichen werden. Das ist wie Pattex im Prinzip, aber halt eigentlich ein Spezialkleber für Schuhwerk. Ja. Auf die gleiche Art kriegt das Horn eine Abdeckung aus dickem Leder. Es dient auch dem Komfort der Fahrer, weil die Beine dort anliegen. Danach montiert Thomas die fertigen Belagschienen an die Kufen. Die Gewindebolzen durchdringen die Kufen, sodass sie an der Oberseite verschraubt werden können. Dann beginnt die Endmontage. Zuerst behandelt er die Stahlzungen auf der Unterseite des Bankerls. Das ist eine Fettcreme, die dient einfach dazu, dass das auf dem Silikon sich besser bewegt und das besser reingleitet. Dieser Rodel entspricht den Anforderungen des Internationalen Rodelverbandes. Im Reglement steht da zum Beispiel, dass das Bänkchen mindestens 120 mm vom Boden entfernt sein muss. Dann kommen die Laschen aus Leder dran. Sie werden an den Hörnchen angebracht. Später werden hier die orangenen Holme durchgesteckt. Die Farbe auf den Holmen ist mittlerweile trocken und leuchtet orange. Die Holme verschraubt Thomas Egger am Bänkchen. Dazwischen kommen die Unterlegscheiben aus Silikon. Auch hier sorgt wieder Metallkleber für festen Sitz. Der Rodel nimmt Gestalt an.
Die Stahlzunge des Bankerls wird mit einer Schraube an der Kufe befestigt. Dann schnürt er die Sitzplane an die Holme. Er lässt die Schnüre bewusst locker und zieht die Sitzplane nicht bis an den Holm heran. So sitzt der Fahrer näher am Boden und je tiefer der Schwerpunkt, desto besser liegt der Rodel auf der Piste. Am Schluss wird das Lenkseil mit den Hörnern verbunden. Der Sportrodel ist fertig montiert. Zuletzt prüft Thomas das A und O des Schlittens, seine Beweglichkeit. Ja, bin zufrieden. Was nicht ungewöhnlich ist, weil die sind eigentlich alle gleich dann, wenn man sie richtig zusammenbaut. Und das, was man jetzt gesehen hat, das ist eigentlich die Flexibilität, die dadurch entsteht, durch die Silikonteile, die da drin sind, durch die ganze Gummilagerung. Und das ist das, was eigentlich bei meinem Rodel halt nötig ist, um die etwas extremeren Radien, die ich unten verwende, dann, dass die auch funktionieren, dass man noch gut um die Kurven kommt. Und so sieht es dann auf der Piste aus. Das Maximale, was ich mal gefahren bin, ich bin mal an einem Tag 120 Kilometer auf dem Rodel gelegen. Da weiß man dann schon, was man gemacht hat. Ja, ist der Reiz der Geschwindigkeit, das ist wie Fliegen, das ist das Dahingleiten, das Schnelle auf dem und die Kurven gut zu erwischen. Das ist klar, das ist purer Spaß, logisch, sonst würde ich es nicht machen. Der Sportrodel von Thomas Egger. Ein Stück Handwerkskunst, das Hightech und Tradition verbindet. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.